Willkommen in der Kulturhauptstadt 2024, Tere aus Tartu. Hi. Mein Name ist Katrin Groth, ich bin 36 Jahre alt und Stadtschreiberin in Tartu. Und meine Aufgaben sind gar nicht so leicht zu beschreiben, weil ich immer noch so ein bisschen auf der Suche bin. Beziehungsweise es ist ein sich entwickelnder Prozess. Ich bin Journalistin und schreibe hauptsächlich oder am liebsten Reportagen, so in meinem eigentlichen Job. Und das versuche ich sozusagen auf dem Blog in klein zu machen. Das heißt, ich versuche Begegnungen festzuhalten oder kleine Geschichten zu erzählen, die mir passieren oder auch anderen Menschen, die ich dann so ein bisschen szenisch versuche auch darzustellen. Dass man, finde ich immer, wenn man sowas liest, kann man am ehesten mitfühlen oder nachvollziehen, was eigentlich so passiert. Ich treffe wahnsinnig viele Leute und lerne unfassbar viel und habe natürlich auch selber ganz viele Fragen und die versuche ich mit ganz vielen Begegnungen beantwortet zu bekommen. Das heißt, ich habe in den letzten Wochen relativ vollen Terminkalender und darüber schreibe ich in einem Blog und erzähle so ein bisschen, wer und was mir alles begegnete. Eine der Personen, die ich getroffen habe, ist Red Bender von der Universität Tartu. Sie arbeitet dort als Germanistikdozentin und spricht dadurch sehr gut Deutsch und konnte mir viel über die Stadt und die Historie erzählen. Hallo. Ja, freue ich mich, Sie zu sehen. Danke, dass es klappt. Ja, Ich freue mich sehr. freut mich, ja. Also Sie wollen jetzt ein bisschen die Stadt sehen, Genau. nicht wahr? Ja. Ja. Und wir stehen gerade hier vor der Universität und für Tartu ist die Universität eigentlich der wichtigste Ort. Und für die Esten ist die Universität vielleicht auch der heilige Ort, weil es wird hier die Bildung sehr hoch geschätzt. Die Universität ist hier zweimal gegründet worden. Also das erste Mal war das eine schwedische Universitätsgründung, denn im 17. Jahrhundert gehört Estland zu Schweden. Und das war der Schwedenkönig Gustav Adolf. Der hatte in Deutschland was zu tun während des Dreißigjährigen Krieges. Aber kurz davor, als er fiel in der Schlacht bei Lützen, hat er noch die Zeit gehabt, um die Stiftungsurkunde der Universität Dorpat zu unterzeichnen. Also wir haben da knapp Glück gehabt. Das 17. Jahrhundert ist eine ziemlich heikle Zeit gewesen, viele Kriege, also mal mit den Russen, mal mit den Polen und so weiter. Also dann hat man die Universität endgültig geschlossen. Und im Zuge des Nordischen Krieges kam Estland dann zum Russischen Reich. Und dabei hatte man versprochen hier, also es war solche ritterschaftliche, autonome Verwaltung hier im Lande, wie eine Art Adelsrepublik. Und man hatte dann versprochen, also dass hier wird eine Universität neu gegründet. Die deutsche Sprache als Unterrichtssprache werden so überall in der Verwaltung und an der Uni beibehalten. Und auch der evangelische Glaube wird hier beibehalten. Es hat noch gedauert, etwa ein ganzes Jahrhundert, bis man 1802 erst die Universität neu gegründet hatte. Was ich noch fragen wollte, waren eigentlich am Anfang Frauen zum Studium zugelassen oder war das so ein reines Männer? Das ist Männerstudium. Also die studieren wollten, die einigen,
die spärlichen. Die haben das im frühen 20. Jahrhundert entweder in Deutschland oder in Finnland getan. Die Frauen, die studieren wollten? Ja. Okay. Denn Finnland, das gehörte auch damals zum Russischen Reich, aber hatte etwas mehr Autonomie und dort ist es aus irgendwelchen Gründen zugelassen gewesen. Okay. Aber so richtig Frauenstudium, das kam erst so Schritt für Schritt während des Ersten Weltkrieges, als alle Männer dann an der Front waren. Aber meistens wird das jetzt so weit kommen. Ja, diese estnischsprachige Universität 1918, 19, also dann ist das dann Frauenstudium, so Frauen also völlig gleichberechtigt zugelassen. Okay. Aber während der deutschen Okkupationszeit 1918, das war diese deutsche Landesuniversität Dorpat, so 3-4 Monate nur, bis zur Novemberrevolution. Also dann brach alles ja zusammen, was die deutsche Besatzung betraf. Das ist eigentlich so wenig bekannt, aber in den Statuten war auch Frauenstudium. Die Stadt wurde komplett zerstört im Nordischen Krieg, alles gesprengt, es stand hier quasi nichts, die Bevölkerung wurde nach Russland verschleppt. Dann hat man so einigermaßen die Stadt wieder aufgebaut, dann kam wieder ein neuer Brand. Ein besonders verheerender Brand war dann 1775 und dann sind nur einige Häuser geblieben und hat man verboten, hier in der Innenstadt dann Holzhäuser zu bauen, alles musste aus Stein sein. Und dann auch als ein so Zeichen des Wohlwollens von oben ist auch die Universitätsgründung gewesen. Also Johann Wilhelm Krause war der Universitätsarchitekt. Der kam aus Schlesien, der hatte sich am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beteiligt. Und danach, nach diesen wilden Jugendjahren, landete er schließlich hier in Dorpat, ist hier Professor an der Uni geworden und hat alle Unibauten dann errichtet. Diese Berichte über diesen großen Brand von 1775, die hat dann ein gewisser Oberpastor Lenz, der hat ja in der Johanniskirche, also diesen Turm, wir hier sehen, gepredigt und der hat dann Kirchenbücher geführt. Und dieser Oberpastor Lenz ist der Vater des Dichters Lenz gewesen, Jakob Michael Reinhold Lenz. Also wenn ich das richtig gehört habe, war das ja die Kirche auch der deutschen Gemeinde anfangs. Ja. Also es gab 2 Kirchen, eine estnisch, eine deutsch. Ja, und hier eigentlich war auch eine so estnische so Untergemeinde. Aber dann ist es zu eng geworden. Oder das war schließlich dann so nach allen diesen Zerstörungen die einzige Kirche, die noch so stand. Und die Gottesdienste, waren die dann früher auf Deutsch? Also die deutschsprachige, für die deutsche Gemeinde auf Deutsch und für die estnische Gemeinde dann auf Estnisch. Was ist so die Geschichte um Kalevi Poeg, also der Sohn von Kalev. Herr Kalev kann ich sagen, aber Nein, das sind einfach solche lockere, solche Heldenmythen, die dann meistens im Süden oder im östlichen Estland so verbreitet sind. Im so Mitte des 19. Jahrhunderts hat dieses Material gesammelt und dann daraus ein Epos gemacht. Das war diese solche estophile Gesellschaft hier, also deutschsprachige deutsche solche Philanthropen sozusagen oder Akademiker waren dann zusammen und die haben dann eine gelehrte estnische Gesellschaft gegründet, wo man wollte jetzt die Geschichte und Sprache des Landes erforschen und natürlich alles auf Deutsch. Es gehört einfach dazu, dass man sich auch für diese Volkspoesie interessiert. Hier stand Bischofsschloss, also es waren hier 2 Hügel. Also auf einem Hügel war Bischofsschloss im Mittelalter und auf dem anderen Hügel dann die Domkirche, die Kathedrale. Und daher die Straße auch ist dann die Schlossstraße, also die nach oben führt. Und nach dem Mittelalter hat man hier alles abgetragen. Man hat aus den Steinen des Bischofsschlosses die Bürgerhäuser in der Unterstadt gebaut. Und als die Universität neu gegründet wurde, ist das eigentlich hier die städtische Viehweide gewesen. Also man hat hier Kühe geweidet, Ferkel, also das ist eine ländliche Stadt gewesen. Und die Universität hat jetzt dieses Gelände bekommen und man hat daraus dann also einen Park gemacht. Und auf dieser Engelsbrücke steht dann also Erholung oder Muße stellt die Kräfte wieder her, Otium perfici clires.
Also das heißt, man studiert und dann geht man spazieren und dann findet man sich wieder besser raus aus der Stadt. Ja, und derselbe Uni Krause, also der Architekt, hat dann in die Ruine der Domkirche dann die Universitätsbibliothek eingebaut. Also hat das so teilweise wieder aufgebaut und hat daraus die Universitätsbibliothek gemacht. Dort steht noch ein Denkmal auf Karl Ernst von Baer, also ist ein so weltberühmter Embryologe, der hat nämlich also die Eizelle der Säugetiere entdeckt. Mhm. Und hat so studiert. War der Deutschspalte oder was? Deutschspalte, ja. Ich bin ja die ganze Strecke mit dem Zug gefahren, also von Berlin aus 5 Tage durchs ganze Baltikum, durch Polen, durchs ganze Baltikum, bis ich hier angekommen bin. Und dann kam ich an einem Nachmittagabend, an dem es super doll geregnet hat. Und es war mir so egal, weil ich irgendwie so happy war, anzukommen und hier zu sein. Und ich mich irgendwie, ich kann gar nicht sagen warum, aber irgendwie direkt wohlgefühlt habe. Wir sind hier im Deutschen Kulturinstitut Tartu. Das Haus hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Das ist über 120 Jahre alt. Und hier ist auch meine Wohnung während meiner Stadtschreiberin-Zeit. Und deswegen habe ich darüber einen Blog-Eintrag geschrieben. Blätter rascheln, Vögel zetern, Autos rauschen vorbei. Ich sitze auf der Bank vorm Hauseingang. Die Sonne knallt, dabei ist es noch nicht mal 10. Ein Mann rollt auf Inlineskates vorbei, eine Frau mit Kinderwagen. Der Holzzaun, der mich von ihnen trennt, mehr grau als rosa. Samstagmorgen, mein zweiter Kaffee. Deutsches Kulturinstitut Tartu. Saxa Kulturi Institut steht in einem Bogen über der Eingangstür. Ich drücke die Tür auf. Ein Quietschen schallt durchs Haus. Ich habe schon in einem Fachwerkhaus gewohnt, mini klein, der Boden schief. In der Platte, im Hochhaus, in einem unsanierten und einem schicken Berliner Altbau. Eine kurze Zeit auch auf einem Schiff. Aber noch nie in einer Villa. Und mit Villa meine ich so richtig alt, ehrwürdig, mit Flügeltüren, ewig hohen Decken, Turmzimmer und einer großen Halle. 1902 oder 1904, die Angaben sind widersprüchlich, wurde das Haus eröffnet. Die deutsch-baltische Studentenverbindung Neo-Baltia hatte es in Auftrag gegeben. Ich stehe in der Eingangshalle, verzierte Holzbalken, Fliesen, ein alter Ofen und relativ kühl. Seit 3 Wochen ist es heiß in der Stadt, kratzen die Temperaturen manchmal an der 30-Grad-Marke. Ich hatte mir Estland kälter vorgestellt. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Neo-Baltia jedenfalls war das Haus fertig. Unten lagen Halle, Ess- und Kaminzimmer, im 2. Stock Ratszimmer und Bibliothek. Vom Turm aus sah man damals den Domberg, die Domruinen. Heute versperrt ein Ahornbaum die Sicht. 1939 zogen die Studenten aus, wurde die Villa erst Pionierhaus, dann Fahrschule. Auch eine sowjetische paramilitärische Freiwilligenvereinigung zog ein. Ums Haus gekümmert hat sich niemand. Bevor das Deutsche Kulturinstitut 1992 in die Räume zog, wurde sogar der Abriss diskutiert. Dabei gilt die Villa als eines der frühesten Beispiele des Jugendstils in Tartu. Kulturdenkmal. Wo früher Studenten feierten und später die Regeln des Straßenverkehrs gepaukt wurden, wuselt seit ein paar Jahren Weike Hindt durch die Räume. Sie ist Geschäftsführerin des DKI. Tags zuvor winkte sie mich in ihr Büro. Komm, schau! Auf dem Bildschirm war ein Online-Portal geöffnet. Bürgerinnen können dort Ideen für die Stadt einreichen. Die beiden Projekte mit den meisten Stimmen fördert die Stadt. Weike Hindt macht auch mit. Der Zaun ist so kaputt, sagt sie und schüttelt den Kopf. Im vergangenen Jahr gewann ihr Vorschlag nicht. 339 Stimmen bekam das DKI von den Tartuerinnen, rund 1000 die Gewinnerprojekte. Ich will es dieses Jahr besser machen, sagt Weike Hindt. Dann zeigt sie mir noch etwas anderes, vor ihrem Büro, am Boden. Die Fliesen neigen sich zur Wand. An manchen Stellen sind sie gesprungen. Kaum sichtbar und doch grundlegend. Das Haus senkt sich, sagt sie. In ihrer Stimme liegt Sorge. Neben ihrem Büro ist noch eine Flügeltür. Saal steht dran. Ich öffne. Das Parkett knarzt. 120 Jahre hat die Villa auf dem Buckel. Wäre sie ein Mensch, sie würde wohl am Stock gehen. Alt, aber aufrecht. Entworfen hat sie Rudolf von Engelhardt. Er hatte in Darmstadt und St. Petersburg studiert, sich von den Villen der Jahrhundertwende inspirieren lassen. Ornamente und geschwungene Formen kombiniert mit Fachwerk. Eine Mischung aus Jugend- und Heimatstil. Von Engelhardts Bruder Walter entwarf den Garten.
heute ein sandiger Parkplatz. Auch das geht es nach Weike Hindt anders werden. In den 2000ern muss es im Haus ein ständiges Kommen und Gehen gegeben haben. Damals boomten Deutschkurse. Bis zu 60 erwachsene Schülerinnen paukten hier in mehreren Kursen deutsche Grammatik und Vokabeln. Mit Corona wurde der letzte Kurs eingestellt. Deutsch war aus der Mode gekommen. Im DKI finden nun vor allem Kulturveranstaltungen statt. Estnische Lieder, deutsche Lesungen, Ballett. Ein altes Klassenzimmer wurde zur Wohnung umgebaut. Hier wohne ich, in der Kastani Nummer 1. Ein Ort, den ich super cool finde, ist die Schaukel in Suppelin. Das ist auf jeden Fall eine große Holzschaukel und es wird auch sonst viel geschaukelt. Parkbänke sind Schaukeln. Unter jedem zweiten Baum hängt eine Schaukel. Für mich steht das irgendwie für so ein lässiges, entspanntes Leben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so den kurzen Sommer, den man hier hat, intensiv genießen. Ich mag Wasser und deswegen ist alles am Fluss toll. Und der Fluss, die Ufer sind neu gemacht, die Treppen dort, das ist alles relativ neu. Da kann man super am Wasser sitzen. Und ansonsten gehe ich auch gern zum Arbeiten in ein Café, was hier nicht weit weg ist. Das mag ich auch besonders, weil es einen Garten hat, einen kleinen, mit so Stühlen und Schirmchen. Und es gibt noch ein anderes Café, was ich sehr, sehr cool finde und, glaube ich, noch nirgendwo sonst gesehen habe. Und zwar gibt es am Apparadite-Haus, wo sehr viele Künstler sind und wo sehr viel Kreatives passiert, gibt es daneben noch ein kleines Gartencenter. Und das Gartencenter ist gleichzeitig ein Café. Hello. Hello. Hi, nice to meet you. I'm Carmen. I'm the program manager here. Yeah. And welcome to Apparadite House Creative Center. This year, 2024, is very important for both Tartu, because Tartu is the culture capital, but it's also important for us because Apparadite House Creative Center is turning 10, so we're celebrating our birthday. And to kind of honor our birthday, we created this small history exhibition here because the factory that we're in, it has a very interesting history, but until now you couldn't really, unless you knew, you didn't really, have any place to learn about it. So we are in an old Soviet time factory building that was also named Apparatitehas back then, which translates to like apparatus factory. It was founded in 1950s, and from the very beginning, it was meant to be this very like big factory here in Tartu, because Tartu is actually like a relatively small town. This is our factory cat. His name is Johannes Gutenberg, and he's named that because he used to be the cat for the Printing and Paper Museum, who was the first tenant here in Apparatitehas, who moved in 10 years ago. So they have since moved to our neighboring courtyard because they needed some more space, and they have rebranded as Taipa Center. But when they moved, Johannes decided to stay because he had kind of conquered the whole factory, and he's very famous in Estonia and in Tartu. Here I wanted to draw your attention to this mural here, and also you can see the cat on top of the printing press, so that's an homage to Johannes Gutenberg. And when you like keep your eyes open, you can see many signs of him around the factory. So now we're in Kuues Planet, or Sixth Planet, silk screen printing studio. And they have a very interesting story of how they got here and what they're doing here. So this is Artur, and then Artur can maybe tell you a little bit. Nice to meet you. Well, I don't know how interesting it is, but we were kind of
Like, we didn't have anything to do with screen printing before, but we kind of went traveling and spent quite a long number of years away from Estonia and stumbled upon screen printing, but it was in the States. And they didn't have any environmental laws considering the business over there. They had some, but no one cared about anything. So we kind of stepped out from that business because every day was like going home from work. You feel dizzy from the solvents and all the chemicals in the printing business, and we felt that it's not for us. But at the same time, Mari, my wife, and my business partner also, she kind of thought that, hey, but we had so many ideas that we, wanted to do and so on. So let's check if it's possible to do things otherwise, like different. And here we are. So QS Planet is printing with only the most clean, nature-friendly inks. Kind of like the best description for me is actually that you can print using those inks on infants' swimming wear, which means like contact on baby skin underwater, which is like very safe. So we have a clean studio, clean air. Like we can honestly say that we give out clean products, not just printing one press with water-based inks and other press with some horrible stuff. So yeah, we got quite proud of it and enjoy working here. So yeah, like Arman said, I think it's the best thing is the community thing. It's kind of through the people who are like tenants in here, like Stina is, and we are, and we kind of like bring our own people and mix them together, and then finally it's like communities going through with other communities and kind of the bubble that is growing in here in Aparaadi Tehas. I think for us it's like very valuable actually. Tartu ist Kulturhauptstadt und es ist unfassbar viel los. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in den Kalender gucke, wo aufgelistet ist, was alles für Veranstaltungen stattfinden, sind neue dazugekommen, die ich vorher nicht gesehen habe oder die einfach neu irgendwie aufgeploppt sind. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es ist unmöglich, alle Veranstaltungen zu besuchen. Es ist wirklich viel. Eines der wichtigsten Ereignisse im Sommer in Estland ist das Liederfest, das landesweit. Und das hat im Rahmen der Kulturhauptstadt dieses Jahr in Tartu stattgefunden. Und deswegen habe ich darüber im Blog geschrieben. Wie eine bunt schillernde Schlange windet sich der Umzug durch die Straßen. Vom Rathausplatz bis zur Sängerbühne schlängelt er sich links rum, rechts rum, den Berg rauf. Tausende Menschen mit Blumenkränzen im Haar, Fähnchen in den Händen, gemusterten Kleidern. Ketten aus Metall, Schuhe aus Leder, so wie es früher getragen wurde. Es lebe hoch der Chor aus Elva, ruft ein Zuschauer. Hurra, jubelt der Chor zurück. Es lebe hoch das Treffner-Gymnasium. Hurra, antworten die Sängerinnen. Ein großes Gewinke und Fahnengewackel. Dann stellen sie sich auf die Bühne. 9.914 SängerInnen, darunter 3.000 Kinder, das Orchester des Vannemünde-Theaters. Als das erste Lied beginnt, es ist immer Keut von Mikkel Lüdig und Friedrich Kuhlbars, stehen die 15.000 Menschen auf den Rängen auf, beim Laulupidou, dem Liederfest. Das ganz zu Beginn auf deutschen Chorliedern basierte, die ins Estnische übersetzt wurden. Vor 155 Jahren. Ein Umzug mit Fahnen und Trachten, wie er heute dazugehört, kannte man damals nur von deutsch-baltischen Vereinen. Nachahmer lästerten Teile der deutsch-baltischen Presse. Selbst Jugendliche, die damit nichts anfangen können, haben eine Träne im Auge, wenn sie da sind, hatte mir Maria Letjew beim Besuch des Liederfestmuseums kurz vorher noch erzählt. Und dass jeder Este einmal im Leben dabei gewesen sein müsse. Es ist so kraftvoll, so mächtig, sagte sie. Maja Letjew ist Kuratorin, beschäftigt sich vor allem mit dem 19. Jahrhundert, derzeit als das Liederfest entstand. 1869 war das, in Tartu. Im Liederfestmuseum hängt ein Stadtplan von damals. Dorpat steht drüber, der deutsche Name der Stadt. Esten, Deutsche und Russen lebten hier neben und miteinander.
Tartu, Dorpat, war damals Teil des Russischen Reiches. Der Zar musste das Fest genehmigen, beziehungsweise sein Gouverneur für die baltischen Ostseeprovinzen. Nach einigem Hin und Her kam die Erlaubnis. Ein Sängerfest schien harmlos. 3 Tage singen, feiern, Reden halten. Im Liederfestmuseum ist das deutsch-estnische Programmheft von damals ausgestellt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Esten kein Mitspracherecht bei der Stadtverwaltung, schreiben Antti Seelat und Martti Lauer in ihrem Buch Dorpat Tartu. Russische Machthaber, deutsche Oberschicht, Klassengesellschaft. Die Esten suchten sich. Vor dem Liederfest hatte das zu einem Streit ums Repertoire geführt. Darum, ob es nun ein deutsches Sängerfest auf Estnisch sein sollte oder eines mit Liedern estnischer Komponisten. Nationales Erwachen nennen Historikerinnen das. Die Gesellschaft veränderte sich, die Machthaber wechselten, das Liederfest blieb. Es überlebte, als nach dem Zweiten Weltkrieg viele Estinnen das Land verließen, wurde für sie zum Fixpunkt. 1946 zuerst in Oberbayern, 1947 in Augsburg, später auch in Schweden, den USA, Kanada. Es überlebte die Sowjetzeit, als es instrumentalisiert wurde, rote Fahnen, sowjetische Lieder, Chöre der Roten Armee. Ende der 1980er wurden die alten Lieder wieder ausgepackt, erst heimlich, mit 200, 300 Jugendlichen, dann ganz offen. Die singende Revolution, sagen sie in Estland. Die Erinnerung an diese Zeit, als Estland Sowjetrussland abschüttelte, wieder frei wurde, sie ist, was die Bedeutung des Festes für die Menschen heute ausmacht. Und ein wenig Nostalgie. Alle, die ich frage, haben selbst schon mal auf der Bühne gestanden, mitgesungen. Auf den Rängen der Sängerbühne ist es Abend geworden. Ein junger Mann nimmt seine Freundin in den Arm. Ihre Augen sind gerötet, sie wischt sich die Tränen weg. Mehr als 4 Stunden haben sie hier gesungen. Tartus Bürgermeister ist da, Estlands Präsident. So ganz fassen kann ich die Bedeutung, die das Liederfest für die Menschen hat, noch nicht. Vielleicht, überlege ich, muss man es auch so sehen. Das Land ist klein, flächenmäßig etwa so groß wie Niedersachsen, zahlenmäßig so viele Menschen wie München. Da stellt sich die Frage nach Gemeinschaft und Zukunft, nach dem Überleben von Sprache, Kultur, Tradition. Mit einem aggressiven Nachbarn ist dieses Thema noch ein bisschen dringender geworden. Die UNESCO jedenfalls nahm die baltischen Liederfeste, es gibt sie auch in Lettland und Litauen, 2003 in die Liste der immateriellen Weltkulturerbe auf. Eine andere wichtige Person ist natürlich der Bürgermeister, der mich mit einem extra Begrüßungsschreiben hier willkommen geheißen hat, als ich anfing als Stadtschreiberin und den ich jetzt auch interviewen durfte, der mir noch mal ganz andere Einblicke gegeben hat in die Situation in der Stadt und auch in die politische Situation einfach und die Bedeutung der Kulturhauptstadt für Tartu. Stadt Tartu ist Stadt der Jugend, Stadt der Bildung und Wissenschaft und kulturelles Zentrum von Estland. Viele Leute sagen, und ich hoffe, dass auch Sie fühlen das, dass in Tartu gibt so eine ganz besondere Atmosphäre oder Geist von Tartu. Und das Geist ist insbesondere Geist der Universität, also so ein akademisches Geist. Deutschland und Estland, wir sind Partner in Europa. Wir sind Partner in der Europäischen Union. Wir sind Partner in NATO. Und wir haben sehr viele gemeinsame Gefühle und gemeinsame Wertschätzungen. Sogar unsere Küchen sind sehr eng miteinander verbunden. 19. Jahrhundert war eine sehr wichtige Zeit für Deutschland, für Estland, für Europa. Diese Zeit, wenn wir uns als Nationalstaaten identifiziert haben, haben wir auch gefunden, dass wir kulturell und politisch und historisch sehr eng miteinander verbunden sind und dieses Gefühl ist geblieben. Ich bin sehr glücklich, dass wir so eine Stadtschreiberin haben hier in Tartu. Es ist immer gut,
Und wenn mehr und mehr über Tartu und über unsere Leute geschrieben wird, desto mehr gut das ist. Russland ist ja nicht weit weg von Tartu. Ich glaube, es sind 40 oder 50 Kilometer bis zur Grenze. Manchmal fühlt es sich super nah an, weil das Thema Krieg oder auch Solidarität mit der Ukraine hier wahnsinnig groß ist. Also das war eines der ersten Dinge, die ich gesehen habe, als ich hier ankam. Da stand gerade ein Stadtbus vor dem Bahnhof und die Busse hier haben so kleine Fähnchen. Und ein Fähnchen ist estnisch und das andere Fähnchen ist die Ukraine-Fahne. Und überall wehen an den Häusern Ukraine-Fahnen. Also die Solidarität ist groß, auch aus der Geschichte. Für die Kulturhauptstadt merkt man die Nähe zu Russland also auf zwei Arten. Zum einen, als das Konzept sich überlegt wurde, war von Krieg noch nicht so richtig die Rede. Das heißt, man hat auch mit Besuchern, weil die Grenze nicht weit ist, aus Russland gerechnet eigentlich. Das geht jetzt nicht, weil die Grenze ist zu und es sind auch alle froh drum. Und das Thema Ukraine ist auch in die Kulturhauptstadt aufgenommen worden. Also es gibt Projekte, die Ukrainerinnen machen und die speziell auf das Thema Flucht eingehen. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen und jeder hat so seine persönliche Sicht darauf. Also die einen, glaube ich, versuchen so dieses Thema nicht so nah an sich ranzulassen und die anderen oder mehrere haben mir aber auch gesagt, dass sie schon beschäftigt. Eine andere hat mir erzählt, dass sie einen Notfallkoffer gepackt hat, der einfach immer da ist. Man sieht nicht viel in der Stadt, finde ich, an Zeichen diesbezüglich, aber am Pulverkeller gibt es zum Beispiel ein Zeichen, was vor 2 Jahren angebracht wurde, dass es eben ein Schutzraum ist, dass für den Fall, dass ein Angriff welcher Art auch immer passiert, dass eben da man sich sozusagen versammeln kann. Was Tartu für mich besonders macht, sind die Holzhäuser. Es gibt so mehr oder weniger 2 Viertel, was so sehr Holzhaus dominiert ist, Karlova und Zupilin. Gerade in Zupilin sind die Häuser unfassbar bunt und super viel ist selber gestaltet. Und es ist so ein schöner, kreativer Ort. Man hat so ein Bewusstsein für sein Stadtviertel. Also beide Viertel haben zum Beispiel eine eigene Fahne und die wird auch immer fleißig rausgehangen. Irgendwie sind es besondere Viertel dadurch. Es gibt auch viele Holzhäuser, auch hier in der Nähe vom Haus, die so Schnitzereien rund um die Fenster haben. Also es gibt ungefähr aus allen Architekturepochen Bauwerke. Das Rathaus wurde von einem Rostocker Architekten entworfen. Ein Stadtviertel von Tartu, was wahrscheinlich nicht so viele Menschen kennen, außer sie leben da, ist Annelin. Und da ist im Rahmen der Kulturhauptstadt eine Theaterperformance gewesen, die ich besucht habe. Und darüber habe ich auch im Blog geschrieben. Hier hat er gewohnt, der berühmteste Eismann von Annelin, sagt Jordi und zeigt auf das Haus auf der anderen Straßenseite. Ein sanierter Plattenbau, 5 Stockwerke, die Balkone zur Straße. Nach Eismann sieht hier ganz und gar nichts aus. 3, 2, 1, zählt Jordi runter. Dann rufen wir. Eiscreme! Ganz oben öffnet sich die Glasverkleidung, die den Balkon zum Wintergarten macht. Eine Frau schaut runter, in der Hand ein in rosa Plastik verpacktes Eis. Sie lässt es fallen. Jordi fängt, also fast. War das Zufall? Die Geschichte vom Eismann ist wahr. Der Rest ist Teil von Läbi-Linna, Through the City, ein als Stadtführung getarntes Theaterstück. Aufgeführt zwischen den Plattenbauten von Annelin, von Schauspielerinnen, Bewohnerinnen und uns. Ich bin Teil der Gruppe, die Jordi durch Annelin folgt. Setzt euch, sagt Jordi einige Blöcke weiter und zeigt auf die Holzbank, die sich an einem Teich entlang windet. Enten fahren auf dem Teich herum. Unter einem Baum sitzt ein Vater mit seinen 2 Töchtern. Hinter dem Teich erheben sich 2 Wohnblöcke. Manche Fenster sind gelb erleuchtet, manche weiß. In manchen blinkt es, andere sind dunkel. In den beiden Häusern sind 360 Wohnungen, sagt Jordi. Wenn in jeder Wohnung ungefähr 3 Leute leben, sind das über 1000 Menschen. Allein hier. Wenn Annelin eine Stadt wäre, es wäre die 6. größte Stadt Estlands. Fast 30.000 Menschen leben hier. Aber Annelin ist ein Stadtteil von Tartu, der größte.
erbaut Anfang der 70er. Wie eine Insel liegt er, eingefasst von Schnellstraßen, ausgestattet mit allem, was ein Stadtteil braucht. Wohnungen, 5 Schulen, Supermärkten. Das Einkaufszentrum heißt Eden. Man kann ein ganzes Leben in Tartu leben und niemals in Annelin gewesen sein, wenn man nicht muss oder Freunde dort hat. Verrückt, oder? Jordi treibt uns an. Weiter, weiter. Auf einer Bank sitzt eine Frau, zupft eine Kanne, eine Kastenzither. Optisch hat es etwas von einer liegenden Harfe. Ein Mann klampft seine Gitarre. Alles keine Zufälle, aber es wirkt so. Was oder wer wohl hinter der nächsten Häuserecke auf uns wartet? Die Schauspielerinnen des Theaters Mustkast um Regisseurin Janika Tamaru machen Annelin zu ihrer Bühne. Damit wir auf dieser Bühne nicht verloren gehen, bekam jede zu Beginn einen Schlüssel, schloss Annelin symbolisch für sich auf. An einem roten Band baumelt der Schlüssel jetzt um meinen Hals. Schlüsselkind, das war ich früher auch. Wir laufen durch den Stadtteil, rennen, schleichen. Wir rubbeln an einem alten Klettergerüst. Rost ist der Geruch von Kindheit, sagt Jordi. Sollen uns Bälle zuwerfen und dabei Komplimente machen und spielen Schere, Stein, Papier in der Annelin Edition. Sie besteht aus den 3 typischen Elementen Annelins. Senioren, das Symbol ist eine Geste wie beim Entenfüttern, Möwen und Müll. In 2 Gruppen spielen wir gegeneinander, müssen die andere Gruppe fangen, wenn wir gewonnen haben und weglaufen, wenn wir verloren haben. Wie die Kinder. 2 Stunden dauert diese sehr besondere Stadtführung. Es gibt gleichzeitig Touren auf Estnisch, Englisch und Russisch. An einem Platz mitten in Annelin treffen sich alle. Das ist das ungebaute Kulturzentrum Annelins, sagt Jordi und fängt an zu tanzen. 5 Schauspieler und 30 Kinder aus den örtlichen Schulen und Vereinen machen mit. Für einen Moment tun alle so, als wäre dieser moosbewachsene Asphaltplatz zwischen den Häuserriegeln tatsächlich ein Kulturzentrum. Mit Liebe auf die Umgebung, auf die Menschen zu schauen, auf die Möglichkeiten und die versteckten Geschichten, das ist, was Levi Lena vormachen will. Über ein halbes Jahr war Regisseurin Tamaru dafür in Annelin unterwegs, hat Geschichten der Bewohnerinnen gesammelt. Annelin ist bereits der 4. Tartuer Stadtteil, den Levi Lena bespielt hat. Jetzt ziehen sie weiter. Also was auf jeden Fall an Tartu besonders ist, ist die Street-Art-Szene. Es gibt vor allem, wenn man so in der Innenstadt unterwegs ist, unfassbar viel Street-Art an allen möglichen Wänden. Sei es nun gesprüht oder auch irgendwie gebastelte, geschreinerte, gemalte Sachen, ganz unterschiedlich. An Stromkästen offiziell beauftragt oder einfach unter Brücken. Ganze Galerien sind da entstanden. Die Szene ist nicht so wahnsinnig groß, aber ja, offensichtlich sehr, sehr kreativ und sehr, sehr bunt und sehr, sehr lebendig. Deswegen ist das Street Art Festival auch Teil der Kulturhauptstadt, Teil des Programms. Cairo. Hi, I'm Cairo. I'm Katrin. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm mostly a canvas painter, but I'm self-taught, like extremely self-taught. So I started like experimenting with art, and then I got into street art as well. So those 2 are sort of intermingled. And about 2009 or so, I did like a food painting from my own kitchen. Because I was also interested in insect eating, like entomophagy. At the end of last year and beginning of this year, I developed like a mix of like this image. The strawberry that's made up of spaghetti with more strawberries inside. So this is done in April as a birthday gift to me. So, but this I'm just filling in the surface with spaghetti, but probably not strawberries, probably just mealworms and something else too.
I'm the best hider because almost no one will see this of the visitors because at the opening event, they are allowed in this area, but later not. So, but I couldn't resist this shape of this rusty surface. And I also do a lot of electricity cabinets that have this triangular shape, a warning that there's electricity inside. I went to the university and I became an artist, but no, those two are not connected. But the university does draw in like more younger people, and it gives it like, this is what everybody says, like one of the selling points of Tartu is like a small city, but it's relatively youthful-minded, culturally oriented, maybe easygoing, more than Tallinn with its zero-tolerance policy towards street art. I have most of my works where I live, just on the same street. Yeah, that's what I thought. So it's more like making your own environment more colorful, or? And it can be black and white. I mean, giving some place that was empty, like an empty file or whatever, an empty paper. You're just giving it meaning, and not everybody likes that meaning. I don't want to say I'm making it more colorful, I'm making it more beautiful. That's highly subjective. That sounds pretty, but that's not what it is. Most potent reason is I see something and I know I want to do it, and I come from like a good place. I feel good doing it usually. I feel guilty because I've been raised better. I know what's wrong and right, and it's really difficult for me to surpass that limit. Yeah. And when the police come, like, I know, I'm sorry, I should have had a permit. I know how it can't be done. It's not impossible. I'm sorry. So I feel really bad, but you know, I'm still doing it because my heart is pure. It's no picnic, let's say. I call it not living the dream, but dying the dream. The dream is still alive, but it kills me every day. Oh no. So, or maybe if I'm really feeling down, I'm always wondering, is art the only thing that's keeping me alive? Or maybe it's the very thing that's slowly killing me? So it's super hard to tell.